Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder hier hereinschaut auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder einmal im Harz unterwegs, aber nicht in den dunklen Gründen, sondern heute geht es oben auf dem Kamm entlang. Und ich bin heute auch nicht allein. Ich hatte erst Befürchtung, Teufels Großmutter und der Teufel persönlich kommen hier anmarschiert. Nein, ihr kennt sie alle, es sind Froni und Micha vom Kanal Wanderverliebt. Und ich finde es schön, dass sie mich heute begleiten und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Blankenburg im Harz, ein kleines, schönes Städtchen, welches leider zu Unrecht im Schatten der bekannten Harzstädte wie Wernigerode, Quedlinburg oder Goslar steht. Denn Blankenburg hat ebenfalls manche Perle zu bieten, sei es mit dem kleinen bzw. dem großen Schloss, letzteres zu DDR-Zeiten als Berufsschule und Internat genutzt, zwei schöne Schlösser. Dazu das, wie erwähnt, kleine, dennoch feine alte Fachwerkstädtchen. Nicht zu vergessen die nahe der Stadt gelegenen Highlights wie die einzigartige Burgruine Regenstein oder das Kloster Michaelstein. Doch all das wollen wir heute ignorieren, denn uns lockt der Teufel und seine gleichnamige Mauer. Anreisen können wir selbstverständlich auch nach Blankenburg mit der Eisenbahn aus Richtung Halberstadt. Und dann gibt es als weiteres Highlight noch die berühmte Rübelandbahn, welche heute als Museumsbahn fungiert. Diese Bahnstrecke wäre allerdings einen separaten Film wert und würde jetzt jeglichen Rahmen sprengen. Deshalb laufen wir beim Bahnhof los, ein kleines Stück durch die Stadt und schließlich unterhalb des kleinen Schlosses auf die Hasselfelder Straße in Richtung des namensgebenden Hasselfelde, das ist die B81, beziehungsweise Richtung Thale. Kurz vor dem Ortsausgang biegen wir links in den Großvaterweg ein, steigen die kurze Steigung hoch und finden bei der Gaststätte zum Großvater Garagen bzw. einen Parkplatz. Gleichzeitig ist hier ein idealer Treffpunkt, wenn ihr noch Mitwanderer wie Froni und Micha einsammeln wollt. Zwischen den Garagen führt unser Wanderweg nun auf romantischen Pfaden nach oben und ist gar nicht zu übersehen. Die Ausschilderung Südhangweg solltet ihr zunächst ignorieren. Höchstens Leute mit Schwindel bzw. fehlender Trittsicherheit sollten ihn gehen, um zum sogenannten Hamburger Wappen bei Timmenrode zu gelangen. Alle anderen dürfen bereits jetzt beginnen zu kraxeln zum Großvaterfelsen, dem ersten Highlight. Bei schönem Wetter oder in den Ferien seid ihr zwar nicht alleine, andere Leute wissen auch, dass es dort oben schön ist, aber auslassen solltet ihr den Felsen auf keinen Fall. Der Aufstieg ist machbar, wenn auch nicht ganz ohne. Wer Schwindelanfälle hat, der sollte allerdings überlegen, ob er da hoch will. Oben angekommen bietet sich ein toller Rundblick in Richtung Thale, welches ihr bereits aus einem früheren Film kennt, über das verträumte Blankenburg. Selbst der französische König Ludwig XVIII. Hat es sich dereinst als Asyl gewählt. Bis hin zum Kammweg, welchen wir gleich begehen wollen. Nun kann es endlich losgehen. Wie erwähnt, Richtung Timmenrode, Hamburger Wappen führt unser wildromantischer Kammweg. Dennoch Vorsicht, so schön er ist, trittsicher solltet ihr hier oben sein. Nach einem kurzen Stück erreichen wir den sogenannten Löbbecke-Felsen mit seiner Gedenktafel. Zu Recht fragt man sich, wer war dieser Löbbecke und was hat er Besonderes geleistet, um in so exponierter Lage gewürdigt zu werden? Karl Löbbecke war 9 Jahre lang Bürgermeister in unserem Blankenburg und veranlasste 1853 den Bau dieses wundervollen Kammweges, welcher deshalb den Beinamen Löbbecke-Stieg trägt, auf dem wir heute laufen können. Deshalb finde ich diese Würdigung hier oben in der romantischen Natur durchaus verdient. Was soll ich sagen, die Bilder sprechen eine eigene Sprache. Plant deshalb viel Zeit für diesen Weg ein.
Denn auch wenn die gesamte Rundtour mit 6 Kilometern sehr kurz ist, ihr werdet von einer Unzahl wunderbarer Motive, photogenen Felsen an jeder Ecke und toller Eindrücke regelrecht erschlagen. Am Teufelssessel angekommen, sind mir doch kleine Zweifel gekommen hinsichtlich meiner beiden Begleiter. Von wegen Teufels Großmutter und so. Immer wieder schön die weiten Ausblicke hier über Kattenstedt, Wienrode und hinter dem Höhenzug liegt dann die Bode mit den Rappodetalsperren. Da kennt ihr euch inzwischen ja auch schon gut aus. Interessant fand ich es, Micha bei der Arbeit zuzuschauen und wie viel Aufwand und Mühe das bereiten kann. Aber guten Filmen soll man es ja auch nicht ansehen, wie viel Anstrengung sie machen. Oder wie denkt ihr darüber? Schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Wer am Ende des alpinen Kammweges denkt, jetzt würde der Weg langweilig oder öde, der irrt. Augen auf, es gibt noch eine Menge zu entdecken. Zum Beispiel die Gewittergrotte oder den Fuchsbau. Daran solltet ihr nicht vorbeigehen. Allein der Fuchsbau ist eine nette Spielerei, welche 1934 als sogenannte Notstandsarbeit von Arbeitslosen als Wanderziel gebaut wurde. Angelehnt an einen echten Fuchsbau wurde ein kellerartiger Hohlraum mit begehbarem Gang geschaffen. Also, wer schon immer einmal wissen wollte, wie sich Füchse fühlen, dann nichts wie hinein. Der Ausschilderung Hamburger Wappen bzw. Timmenrode folgen wir noch ein Stück diesen breiten Weg. Tja, was diese Warnung angeht, ich bin der Meinung, wer es bis hierher geschafft hat, den erschreckt auch dieses Wegstück nicht. Es ist, wie ihr seht, ein etwas steilerer, aber durchaus begehbarer Waldpfad. Und an dieser Stelle einen lieben Gruß an unsere gemeinsamen YouTube-Freunde, den bekannten Landschaftsfotografen Armin Arno vom gleichnamigen Kanal.
welcher es liebt, aus schräg stehenden Bäumen diverse Bildkompositionen zu kreieren, beziehungsweise an Carsten Wehrheit, welcher daraufhin solche Bäume auf den Namen Arminbaum getauft hat. Erstaunlich, wie weit sich dieser Ausdruck inzwischen auf YouTube bzw. Instagram verbreitet hat. Schaut mal bei den beiden vorbei. Und dann haben wir es erreicht. Das erste Teilstück der Teufelsmauer. Ihr fragt, ob es noch weitere Enden gibt? Ja. Mit Lücken zieht sie sich bis Ballenstedt. Am wirklichen Ende gibt es die sogenannten Gegensteine. Anders reizvoll ist jedoch das Mittelstück der Mauer bei Weddersleben. Und einen besonderen Kick bekommen dort die Freunde diverser TV-Indianerfilme und Märchen. Doch bleibt noch ein wenig neugierig. Das ist ja heute nicht das Thema, aber bald gibt's davon hier mehr zu sehen. Doch zurück nach Timmenrode. Genießen wir erst einmal den wunderbaren An- und Ausblick. Angesichts der Romantik dieses Ortes werdet ihr euch sicher nicht wundern, wenn hier der Boden ist, auf dem viele Mythen und Sagen erblüht sind. Denn spätestens seit dem Geheimrat Goethe, welcher auch ein besonderes Faible für unseren Harz hatte und ihn in diversen Schriften benannt hat, war der Boden bereit für die Fantasie der Menschen und eine Geschichte nach der anderen wurde zum Leben erweckt und weitererzählt. So muss man sich auch nicht über die verschiedenen Versionen wundern. Ebenso werden die gleichen Orte verschiedenen Ereignissen zugeschrieben. Wer sich für die Entstehung der Teufelsmauer interessiert, der sollte deshalb im Anschluss unbedingt den Film von Wanderverliebt anschauen. Ich habe ihn rechts oben in der Infokarte verlinkt. Dort habe ich eine der Sagen für Froni, Micha und euch erzählt. Das Ende dieser Sage sollt ihr aber hier bei mir hören. Als der Teufel merkte, dass er reingefallen war, zerstörte er seine fast vollendete Mauer und fuhr vor Wut unter die Erde. Diese Stelle wird heute als Teufelsloch bezeichnet und wird hier in diesem Bereich verortet. Und um euch einen Eindruck zu geben, wie das damals vielleicht mit dem Teufel vonstatten gegangen sein mag, versucht es Froni extra für euch einmal nachzustellen. Nur wenige Schritte entfernt findet sich diese imposante Höhle oder Durchlass. Auch dazu gibt es eine schöne Geschichte, denn es handelt sich um den sogenannten Kuhstall. Es wird erzählt vom Kuhhirten Ulrich, der von einem Gewitter überrascht wurde. Auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf lief ihm ein kleines Männlein über den Weg, welches ihm riet, sich in dieser Höhle mit seinen Tieren zu verstecken. Er tat, wie ihm geheißen. Als jedoch Herde und Hirte vollständig in der Höhle waren, wandelte das alte Männlein seine Gestalt und ihr werdet euch jetzt sicher nicht wundern, wer es war. Genau, der Teufel höchstpersönlich. Und er rollte einen großen Stein vor den Eingang, so dass Ulrich mitsamt seiner Herde gefangen war. Die Bullen der Herde wurden jedoch ganz wild und rammten immer wieder die Felswand. Das Ergebnis könnt ihr noch heute sehen. Das offene Fenster in der Nordwand, durch welchen schließlich der Hirte Ulrich entfliehen konnte, wurde der Sage nach von den Bullen durch den Fels gebrochen. Doch schauen wir uns diese markante Felsgruppe, welche auch 3 Zinnen genannt wird, etwas genauer an. Die Ähnlichkeit mit dem Stadtwappen von Hamburg ist durchaus frappierend und somit ist endlich erklärt, wo der Name, welcher uns auf den Schildern bisher begleitet hat, Hamburger Wappen, herrührt. Und wer ganz wagemutig ist wie Froni, der kann dieses sogar besteigen. Satt gegessen und satt gesehen, wird es Zeit, sich Gedanken um den weiteren Weg zu machen. Der Möglichkeiten gibt es jede Menge. Ich sprach anfangs davon, dass sich die Teufelsmauer weiterzieht über Weddersleben bis nach Ballenstedt. Diese komplett zu wandern ist eine Version. Man kann auch nach Timmenrode hinunter und über die Rostrappe nach Thale. Eine weitere schöne Rundwanderung ist über Timmenrode, Wienrode und Kattenstedt zurück nach Blankenburg möglich. Wer aber so viel steht, schaut und wem die Zeit so wie uns davonläuft, der kann natürlich auch die kürzeste der Möglichkeiten wählen, nämlich die zu Beginn am Großvaterfelsen erwähnte Variante über den Wanderweg mit der Nummer 9, den Südhangweg. Über diesen sonnigen Weg lässt es sich ganz entspannt laufen. Große Kletterpartien warten zwar nicht mehr auf uns,
Dennoch hatte es einen ganz eigenen Reiz, am Fuß der Teufelsmauer zurückzugehen. Unter anderem mit den schönen Ausblicken auf Wienrode, Kattenstedt und den dahinterliegenden Höhenzug mit Wald. Und ihr seht, mit dem Harzer Klosterwanderweg führen hier noch weitere spannende und interessante Wandertouren entlang. Urlaub rund um Blankenburg wird definitiv nicht langweilig. Nach insgesamt lediglich knapp 6 Kilometern erreichen wir schließlich wieder den Ausgangsort am Großvaterfelsen. Auch wenn diese felsige Wanderung von den Kilometern her nur eine kurze war, so hoffe ich dennoch, dass ihr Spaß daran gefunden habt. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben bzw. ein Abo, selbstverständlich kostenlos, sehr freuen. Wenn ihr wissen wollt, wie meine beiden Mitwanderer Froni und Micha als Tourentester diese Runde eingeschätzt und beurteilt haben, dann solltet ihr jetzt unbedingt noch ihren Film schauen. Schließlich und letztendlich für alle Freunde des Harzes und seiner Mysterien möchte ich euch einen weiteren Kanal empfehlen, nämlich Werner K. Bis bald zur nächsten Tour hier in unserer schönen Heimat bzw. auf der Pilgerreise in Richtung Rom. Ciao!